Wenn du auf dieses Video geklickt hast, bist du unzufrieden mit deinem Aim. Egal in welchem Shooter, jeder hat mal klein angefangen und hatte mal schlechtes Aim. Ich selbst spiele seit mehr als 20 Jahren Shooter und habe mich schon in die verschiedensten Shooter wie zum Beispiel Battlefield, Escape from Tarkov, Counter-Strike oder zuletzt Warzone eingefuchst. Hierbei konnte ich es innerhalb von 500 Spielstunden zu einem sehr hohen Niveau schaffen und habe sogar 30 Kills in einer Runde erzielt. Und das trotz Fulltime-Job. Im heutigen Video erfahrt ihr das wahre Geheimnis des guten Aims und wie ihr es neben eurem normalen Alltag in eurem Lieblingsshooter es zu einem sehr hohen Niveau bringt. Aber was ist das Aim? Beziehungsweise aus welchen Bestandteilen setzt es sich eigentlich zusammen? Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dem aktiven und passiven Aim. Bei dem passiven Aim gibt es aber einen weiteren geheimen Punkt, den ihr so vielleicht noch nicht gehört habt, aber dazu gleich mehr. Das aktive Aim ist das, was die meisten Spieler unter Aim verstehen. Es ist die Fähigkeit des Spielers, mit dem Fadenkreuz möglichst schnell und präzise auf dem gegnerischen Körper bzw. Kopf zu sein. Es ist das, was man während und nicht vor dem Gunfight macht. Das sogenannte Clicking, Strafing und Switching gehört alles zum aktiven Aim und kann hervorragend in einem Aim-Trainer wie Aimlabs oder Kovacs trainiert werden. Das aktive Aim war also das, was während des Gunfights passiert. Das passive Aim ist noch viel wichtiger und ist das, was vor dem Gunfight passiert. Es ist also die Vorbereitung auf den Gunfight. Und wir wissen alle, Vorbereitung ist nicht nur im Spiel immer das A und O. Es wird auch als Crosshair Placement bzw. Centering bezeichnet. Es ist also das Bewusstsein des Spielers der tatsächlichen Position des Fadenkreuzes zu jeder Zeit. Hinter des passiven Aims steckt also die Konstanz eines guten Aimers. Es gibt einen Merksatz: Je besser dein passives Aim, desto weniger musst du aktiv aimen. Du hast also effektiv mehr Zeit zum Reagieren. Im Optimum musst du nur kleine Justagen, sogenannte Micro-Adjustments, vornehmen. Außerdem erhöht es enorm die Wahrscheinlichkeit der First Shots und in jedem Shooter ist es extrem wichtig und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Wins, des Zweikampfs, wenn man die First Shots trifft. Der Merksatz von vorhin: Je besser dein passives Aim ist, desto weniger musst du aktiv aimen, möchte ich euch am folgenden Beispiel einmal zeigen. Der Kreisdurchmesser zeigt mir ja das aktive Aim an, was ich in dieser Situation benötige. Wir sehen, jetzt ist der Gegner perfekt mittig in dem Kreis. Ich musste vorhin aber justieren, also eine Feinjustage vornehmen und wir können ihn hier gemeinsam holen. Jetzt kommt direkt im Anschluss die nächste Situation. Mein Mate, der Marco, hat in dem Falle den Gegner dort markiert und wir sehen jetzt kurz den Gegner. Er ist also auch wieder innerhalb meines Crosshair Placements, innerhalb des Radius meines aktiven Aims und wir sehen jetzt, ich verschwinde kurz und jetzt ist der Radius viel kleiner, also ich muss wirklich nur noch ganz fein justieren. In dem Fall ist es fast perfekt und ich bin perfekt auf dem Gegner drauf. Das aktive Aim, der Radius ist sehr klein. Nächste Situation: Ich slide in einen Raum, auch mit entsprechendem Crosshair Placement, weil ich den Gegner dort vermutet habe. Muss jetzt aber justieren. Man hat gesehen, ich bin draufgegangen. Der Radius des aktiven Aims war ein Stück weit größer. Der Gegner verschwindet hinter der Ecke. Er muss jetzt rechts sein. Auch jetzt gehe ich natürlich mit dem entsprechenden Crosshair Placement vor, muss aber auch hier jetzt, wie man sehen kann, wieder nachjustieren. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass das passive Aim stark von der Game Sense beeinflusst wird. Selbst fortgeschrittene Spieler und Profis lernen aus diesem Grund beim passiven Aim nie aus. Hier spielen zum Beispiel Informationsverarbeitung, Map-Kenntnisse oder auch Timings eine sehr große Rolle. So ist es zum Beispiel in Counter-Strike so, wenn wir das 2 spielen und haben Top-Spawn als T-Seite für A lang, dann müssen wir natürlich nicht jede Ecke abaimen, denn aufgrund der Timings und das Wissen, was wir dazu haben, kann der gegnerische CT nur an der einen Ecke auftauchen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like da und schreibt mir, wie es euch gefällt. Wir kommen jetzt zu dem zuvor angekündigten geheimen Punkt. Und zwar geht es um die Fadenkreuz-Konzentration oder auf Englisch auch Crosshair-Discipline. Wir alle kennen diese Situation der Nachlässigkeit, besonders in nicht stressigen Situationen. Das beinhaltet allerdings auch das Risiko, dass wir unvorbereitet sind fürs Unerwartete.
Es sollte also das Ziel von uns sein, den Fokus auf das Fadenkreuz auf einem hohen Level zu jeder Zeit aufrecht zu erhalten. Es gibt zwei Hauptursachen für eine schlechte Fadenkreuzdisziplin. Das ist zum einen die Unkonzentriertheit bzw. der Fokusverlust und zum anderen ist es die mangelnde Game Sense, besonders mangelnde Map-Kenntnisse und ein schlechtes Situationsbewusstsein. So entgeht beispielsweise einem Anfänger in Counter-Strike, dass wenn nur noch einer lebt, der zuletzt auf dem Radar angezeigt wurde, dass er dennoch alle Ecken checkt, obwohl der Gegner da gar nicht sein kann. Oder er kennt einfach nicht alle heißen Spots und vergisst, wichtige Ecken zu checken. Oder er kann die Ansagen der Mates der Spots einfach nicht richtig interpretieren. Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage des Videos, wie du dein passives Aim und deine Crosshair-Disziplin in möglichst kurzer Zeit verbesserst. Das Allerwichtigste ist zuerst einmal, egal welchen Shooter du spielst, dass du dein eigenes Gameplay erst einmal aufnimmst und das im Anschluss regelmäßig reviewst. Und mit dem Wissen aus diesem Video kannst du es dann konkret analysieren und deine Schwächen aufdecken. Und damit kannst du dir dann zunächst 1 bis 2 konkrete Ziele setzen, die du dann versuchst in den folgenden Games zu verbessern. Ein weiterer Tipp, der mir persönlich enorm weitergeholfen hat, ist es, sich einfach daran zu erinnern, dass man in regelmäßigen Abständen den Fokus zurück aufs Fadenkreuz holt. Es ist wie beim Radar bzw. Instrumentencheck. Ein fortgeschrittener Spieler macht ja auch das in regelmäßigen Abständen. Und diese Gewohnheit kannst du einfach erweitern, indem du einfach, wenn du das nächste Mal aufs Radar schaust oder checkst, wie viel Munition du noch hast, dass du dich dann erinnerst, wieder den Fokus zurück aufs Fadenkreuz zu setzen. Wenn du aber dennoch oft Probleme hast, den Fokus auf etwas zu halten, dann empfehle ich dir tatsächlich, den Aim Trainer Aimlabs oder Covex zu benutzen. Denn merkt euch eins: langsam ist schnell. Schnell kommt von ganz alleine. Langsam und bewusst anstatt schnell und unkontrolliert. Mir passiert es beispielsweise in Aimlabs relativ häufig, dass ich eine Kugel verfehle, weil ich mit dem Fokus schon auf der nächsten Kugel bin, bevor ich die andere Kugel abgeschossen habe. Und das ist etwas, was ich auf ein Minimum reduzieren möchte. Man muss immer Schritt für Schritt denken. Das ist wie mit den Aufgaben im normalen Alltagsleben. Schritt für Schritt. Eine weitere Sache, die ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr eine Tracking-Aufgabe in Aimlabs oder Covex euch aussucht und gleichzeitig eine Musik im Hintergrund laufen lasst, wo zum Beispiel Beats oder Klänge sind, die häufiger vorkommen und die euch gefallen. Und immer, wenn dieser Beat eintritt, dann geht ihr hin und guckt einmal oben links in die Ecke. Somit simuliert ihr den Blick aufs Radar. Ihr müsst aber danach wieder zurück in den Fokus, möglichst schnell. Und somit kann man den zurück in den Fokusmechanismus trainieren. Und wer vorhin gut zugehört hat, weiß, dass bei einem guten passiven Aim man kaum noch aktiv aimen muss. Man muss lediglich sogenannte Micro-Adjustments vornehmen. Und auch das lässt sich sehr gut in Aimlabs trainieren. Und in Spielen wie Valorant oder Counter-Strike kann man das sogenannte Angle Tracking sehr gut trainieren und hinzu trainiert man auch die Map-Kenntnisse. Es ist ähnlich wie bei Rennfahrern. Sie fahren die gleiche Strecke, immer wieder die gleiche Runde, die gleiche Kurve, die Lenkeinschläge sind immer gleich. Und somit tastet man sich beispielsweise in CS auf das 2 auch vor. Man piekt immer wieder die gleichen Ecken und erstellt eine Art Routine und Mechanismus. Um die Map-Kenntnisse und auch die Callouts zum Beispiel in Counter-Strike besser zu lernen, gibt es sehr viele Hilfsmittel. Es gibt beispielsweise eine Homepage, in dem für alle Maps alle Callouts ganz einfach dargestellt werden. Hier kann man beispielsweise auch Smokes, Flashes und Granaten trainieren. Ihr kennt das sicher, oft schleicht sich eine Unsicherheit ein, man ist nicht mehr selbstbewusst. Holt euch die in dem Moment mangelnde Informationen einfach zurück. Macht einen Instrumentencheck, checkt das Radar oder fragt eure Mates. In diesem Beispiel des Endgames in Warzone auf Area 99 ist es so, dass ich ein 1 gegen 2 gewinnen konnte, weil mir mein Mate mittels Informationen geholfen hat. Er hat mir nicht nur gesagt, wo sie zuletzt zu sehen waren. Er hat mir auch gesagt, was für eine taktische Ausrüstung ich noch habe, beziehungsweise wie viele Teams und Spieler noch leben. Und wenn ihr nicht selbst zocken könnt, dann schaut einfach den Pros beziehungsweise fortgeschrittenen Spielern zu. Auch hier könnt ihr Calls lernen,
die Map besser kennenlernen und auch neue Laufwege kennenlernen. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, lade ich dich jetzt herzlich dazu ein, unserem Discord zu joinen. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mehr zum Thema Aim wissen willst, beispielsweise wie du deine richtige Sense findest oder deine Sense von dem einen Spiel ins andere Spiel überträgst oder wie du effektiv dein aktives Aim trainierst, dann schau dir jetzt unbedingt das hier verlinkte Video an.